Hey Leute, Gregor von MTB News hier. Heute dreht sich alles um das Bike, was ihr hinter mir seht. Das erste Enduro-Weltmeisterbike überhaupt, das Commencal Meta V5, hat einen Alurahmen, 29 Zoll Laufräder, 150 mm Federweg am Heck und alles, was ihr dazu wissen müsst und vor allem wie es sich fährt, erfahrt ihr in den kommenden Minuten. Kommen wir also zunächst zu allen Details, die ihr zu dem Bike und zum Rahmen vor allem wissen müsst. Erstmal kann man sagen, ich habe das Signature-Modell getestet. Das ist schon sehr hochwertig ausgestattet, kostet 5.950 € und ist aktuell im Shop sogar um 500 € reduziert. Und ja, Commencal-typisch haben wir natürlich einen Alurahmen. Carbon macht die Bike-Firma aus Andorra ja nicht. Aber was in diesem Modell im Vergleich zu den Vorgängern neu ist, ist der VCS-Hinterbau. Das heißt, es gibt keinen Eingelenker mehr, sondern es ist jetzt ein Mehrgelenker-Hinterbau mit zwei so Links, die quasi den Hauptrahmen mit dem Hinterbau verbinden. Und ein bisschen ungewöhnlich ist, dass die nicht nach hinten gehen, sondern nach vorne. Also der Hinterbau umarmt so ein bisschen den Hauptrahmen. Und ja, Ziel bei der Entwicklung des Konzepts war es laut Commencal ein sensibles Ansprechverhalten mit einem super Gegenhalt in der Federwegsmitte zu erzeugen und natürlich dann die entsprechende Progression, dass ihr eben keine Durchschläge bekommt. Das normale Meta V5, das ich gefahren bin, hat 150 mm am Heck, wird mit 160 mm an der Front kombiniert. Es gibt aber auch eine SX-Version, die hat dann 165 mm Federweg hinten, 170 mm vorne und vor allem Mallet-Laufräder, sprich ein kleines 27,5 Zoll Hinterrad. Das Rad, was ich getestet habe, hat immer 29 Zoll an Front und Heck. Von der Seite wirkt der Alurahmen auf jeden Fall ziemlich dynamisch und schlank. Guckt man dann von oben drauf, sieht man, huch, ist doch eine relativ wuchtige Angelegenheit. 15,9 Kilo hat die Waage bei unserem Testbike ohne Pedale gesagt. Das ist jetzt nicht unbedingt leicht, ist aber ehrlich gesagt gerade so im All-Mountain-Enduro-Bereich absoluter Durchschnitt. Die Ausstattung ist eigentlich größtenteils entsprechend, also muss ich jetzt nicht unbedingt verstecken. Trotzdem sagt Commencal, dass sie auf jeden Fall viel Wert auf eine gute Haltbarkeit gelegt haben. Sämtliche Achsen sind mit so Expandern im Rahmen verklemmt quasi, dass sie sich nicht lockern können. Die Lager sollen alle überdimensioniert groß sein. Natürlich gibt es viele Schoner an der Kettenstrebe, unter dem Unterrohr und so weiter, dass ihr da lange Freude an eurem Rahmen habt. Ja, und typisch ist natürlich, die Leitungen sind sämtliche intern verlegt. Es gibt Rahmeneingänge an der Seite vom Steuerrohr. Optional kommt das Rad aber mit diesem Acros-Steuersatz, durch den man auch die Leitung legen kann. Finde ich ein bisschen merkwürdig, wer da jetzt super Bock drauf hat, unbedingt seine Leitung durch den Steuersatz legen zu wollen und vielleicht sich so ein bisschen diesen Service schwieriger machen zu wollen. Der kann das nutzen, aber ausgeliefert kommt das Rad auf jeden Fall mit ganz normal intern verlegten Leitungen. Kommen wir also zur Geometrie. Commencal bietet das Meta V5 in insgesamt 4 Größen an, S, M, L und XL. Dabei werden Reach-Werte von 435 bis 500 mm abgedeckt. Also richtig kleine Fahrerinnen und Fahrer müssen vielleicht ein bisschen sich auf ein größeres Rad einstellen, aber insgesamt wird doch eine breite Spanne abgedeckt. Einen Einfluss hat auf jeden Fall der Flip-Chip, der im unteren Dämpferauge verbaut ist. Der verlängert oder verkürzt den Reach ein bisschen und vor allem hat er aber einen Einfluss auf den Lenkwinkel. Im flachen Setting, das wahrscheinlich die meisten nutzen werden, liegt der Lenkwinkel bei 64 Grad. Dazu gibt es einen knapp 78 Grad steilen Sitzwinkel, also ich würde sagen ausgewogene und moderne Werte für so ein Enduro-Bike. Außerdem kommen die Rahmengrößen S und M mit 435 mm kurzen Kettenstreben. In L und XL sind sie dann schon 440 mm lang und werden je nach Flip-Chip-Setting sogar noch länger. In Größe L, die ich getestet habe, ich bin 1,83 Meter groß, hat das Rad 475 bis 480 mm Reach. Ich bin es im flachen Setting gefahren, also mit 475 mm Reach, was wirklich gut zusammenpasst. Und das Tretlager ist immer so um 20 bis 25 mm abgesenkt. Ist insgesamt, würde ich sagen, eine ausgewogene Enduro-Geometrie, nicht zu extrem, ein bisschen eher auf der allroundigen Seite eben. Dann müssen wir natürlich auf jeden Fall noch über die Ausstattung reden. Ich hatte es schon gesagt, ganze 7 Modelle gibt es. Das hier ist das Signature-Modell, kostet eigentlich 5.950 €. Auf der Website, Commencal ist ja ein reiner Online-Händler, ist es gerade um 500 € reduziert. Und ja, eigentlich die Ausstattung lässt wenig Wünsche offen. Es ist ein Fox Factory Fahrwerk verbaut, mit Kashima natürlich überall sichtbar. Und das ist eine Fox 36 Federgabel an der Front, ein Fox Float X Dämpfer am Heck und dazu auch die passende Fox Transfer Sattelstütze, hier in Größe L mit 175 mm Hub. Sonst ziemlich viele Shimano XT Teile verbaut, die Bremsen sind aus der Serie, die 1x12-Fach Schaltung auch Shimano XT. Es gibt ein Rental Cockpit
Und Laufräder sind die DT Swiss EX 1700 Alu-Laufräder und die sind mit Schwalbe Tacky Chen Reifen in der super Trail-Karkasse bestückt. Hinten ein bisschen härtere Mischung, vorne sogar in der super soften Mischung. Also man kann damit auf jeden Fall erstmal los auf die Trails. Wer so richtig harten Einsatz liebt, der wird vielleicht so ein bisschen dickeren Reifen greifen, aber im Prinzip ist man damit absolut bereit für die erste Ausfahrt. Und dazu kommen wir jetzt auch nämlich zum Testeindruck. Leider gibt es von Commercial zum aktuellen Zeitpunkt keinen ausführlichen Setup-Guide. Ich habe aber dort nachgefragt und man empfiehlt beim Meta V5 so 28 bis 30% Sec. Da habe ich mich auch dran gehalten, habe es dann später mal so ein bisschen härter gemacht. Und ansonsten habe ich die Dämpfung relativ offen gewählt, bin eher schnell einen Rebound gefahren und habe eben den 30 mm Riser-Lenker gegen 35er Modell getauscht. Hat einfach nur den Grund, dass die Front noch ein bisschen höher kommt, weil der Gabelschaft relativ kurz abgeschnitten war und ein bisschen schlankere Griffe habe ich verbaut. Und ansonsten habe ich an dem Rad nichts verändert und das hat auch wirklich gut gepasst. Und ja, wie ich so ein bisschen bei der Geometrie eigentlich schon gesagt habe, es ist sehr ausgewogen. Ich habe mich mit meiner Größe sehr wohl drauf gefühlt. Man sitzt gut im Rad integriert. Der Sitzwinkel ist steil, aber nicht zu steil. Ich fand es auch auf flachen Transferpassagen hatte ich jetzt nicht zu viel Last auf der Front. Gleichzeitig mit ein bisschen steileren Wanderweganstiegen oder wo auch mal glitschige Wurzeln sind, wo man sich ein bisschen nach vorne lehnen muss, fand ich es relativ angenehm. Es war relativ leicht, eben ausreichend Druck aufs Vorderrad zu bringen. Dabei hilft auf jeden Fall auch, dass der Hinterbau im Sitzen sehr antriebsneutral ist. Also ich habe da eigentlich nicht das Bedürfnis verspürt, nach dem Dämpfer-Lockout zu greifen. Wenn man so ruhig vor sich hintritt, dann ist es wirklich ein effizientes Rad. Das ändert sich so ein bisschen, wenn man in den Wiegetritt geht. Dann fühlt sich erstens der Rahmen relativ weich an. Das ist auf jeden Fall was, worüber wir noch ein paar Worte verlieren müssen. Und der Dämpfer sackt auf jeden Fall schon spürbar ein. Also wer jetzt irgendwie super viel in den Wiegetritt geht oder lange Asphaltanstiege fährt, da kann man durchaus an den Lockout greifen. Aber der ist ja relativ nah unter dem Oberrohr und deswegen insgesamt ganz gut zu erreichen. Ich hatte ja schon gesagt, Alex Rudeau hat vor einigen Wochen auf dem Commercial Meta V5 die allererste Enduro-Weltmeisterschaft überhaupt gewonnen und entsprechend gespannt war ich natürlich vor allem auf die Abfahrt auf dem Rad. Und da muss man auf jeden Fall sagen, es hat so ein bisschen gedauert, bis ich mich so super wohl gefühlt habe. Und das lag nicht an der Geometrie, weil da kann ich nochmal sagen, die ist wirklich gelungen, sondern der Rahmen ist tatsächlich, und das hat man ja schon ab und zu mal gelesen und gehört vorher, eher ein bisschen auf der weichen Seite. Ich fand es nicht so extrem, wie es teilweise beschrieben wird. Es ist jetzt nicht super auffällig. Es ist auch nicht so, dass sich das Rad in Kurven deformiert. Ich hatte das schon mal bei anderen Testrädern, dass man, wenn man in eine harte Kurve reinfährt, so am Kurvenausgang fast ein Stück den Berg hochfährt, weil sich der Hinterbau so verbiegt und dann zurückschnalzt. Das macht es nicht. Es ist einfach so, dass es Inputs für so ein All-Mountain-Bike ein relativ träge, oder träge ist vielleicht zu viel gesagt, relativ ruhig zurückgibt und umsetzt irgendwie. Und das Gleiche trifft auch auf den Hinterbau zu. Wenn man irgendwie mit dem Gelände pushen will, dann kann ich den Gegenhalt, den Commercial da rein designt haben will, nicht so ganz bestätigen. Der gibt schon vor allem am Anfang seinen Federweg gerne relativ großzügig frei. Das ist auch der Grund, warum ich dann ein bisschen eher so Richtung 27% Sec gewandert bin irgendwann, dass man einfach so ein bisschen mehr Gegenhalt hat. Ich fand, wenn man es zu straff macht, dann spricht er auch nicht mehr so gut an. Und es ist auch nicht so, dass er durchschlagen würde. Also der hat am Ende wirklich viel Progression, dass man keine Durchschläge hat. Es ist eher so, dass man auch kurze Trail-Segmente, wo eigentlich jetzt nicht irgendwie ein harter Schlag auftrifft, sieht man dann, dass der O-Ring immer ans Ende von der Kolbenstange geschoben ist, aber es war kein Durchschlag spürbar. Und das heißt einerseits, das Rad ist wirklich sehr gut drin in irgendwie technischem Gelände, wo man ein schönes Gefälle hat, wo man vielleicht auch mal off-cam lang traversieren muss. Da kann es viel Grip generieren, man steht total ausgewogen im Rad, kann gut mit dem Gelände spielen. Wenn es so ein bisschen flach ist zum Beispiel, man möchte jetzt pumpen, pushen oder sich aus jeder Kurve mit letzter Gewalt rausdrücken, dann gibt es irgendwie Räder, die so ein bisschen energetischer reagieren und einen so ein bisschen schöner nach vorne pushen. Das ist jetzt nicht unbedingt die Stärke vom Meta V5. Es ist aber keinesfalls so auffällig, dass sich irgendwie ein komplett anderes Fahrgefühl einstellt. Man muss sich einfach ein bisschen dran gewöhnen eben.
Insgesamt ist das Commercell Meta V5 also wirklich ein ausgewogenes und vielleicht eher ein bisschen gutmütiges All-Mountain- und Enduro-Bike, das ganz gewiss auch Racing-Qualitäten hat, aber es ist jetzt nicht die Art von super straffen, anspruchsvoll zu fahrenden Racebike, auf dem nur die schnellsten Fahrer der Welt, wie eben Alex Rudeau, irgendwie Rennen gewinnen können, sondern es ist sicherlich ein Rad, auf dem sich auch Anfänger und auch fortgeschrittene Fahrer wohlfühlen. Man muss sich eben so ein bisschen auf den Charakter einstellen, wer jetzt total das super direkte Ansprechverhalten haben will oder maximal mit dem Gelände arbeiten, der wird vielleicht nicht komplett damit bedient, aber es ist auf jeden Fall ein tourenfähiges Rad, mit dem man auch in technischem Gelände sicher und spaßig unterwegs ist. Ich hoffe, das Video war informativ für euch. Schaut auf jeden Fall bei uns in den Artikel, der ist noch ausführlicher. Da gibt es wirklich alle Details, die ihr zum Rad wissen müsst. Der wird hier unten verlinkt. Und ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir haben ja immer super viele aktuelle Tests. Lasst auch ein Like da und wenn ihr noch irgendwie Fragen, Anmerkungen habt, dann postet die in die Kommentare und wir werden da auf jeden Fall darauf antworten. Bis zum nächsten Mal.